Hier braut sich was zusammen. Schön, dass du Bier bist. Uns kannst du gern haben. Heute haben wir wieder spannende Alltagsbeispiele für euch und zwar von der Brauerei Ottakringer in Wien. Ottakringer ist ein Familienunternehmen, das es schon seit 1837 gibt. Und wenn ihr einmal in Wien seid, wird euch Ottakringer in der einen oder anderen Form sicher auch begegnen. Uns sind die vielen Werbeplakate von Ottakringer aufgefallen, die derzeit in ganz Wien zu sehen sind. Und vor allem sind uns die Wortspiele auf den Werbeplakaten aufgefallen. 6 davon schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Beispiel Nummer 1. Hier braut sich was zusammen. Das ist ein gelungenes Wortspiel und es steckt im Verb brauen bzw. zusammenbrauen. Schauen wir uns die 2 Bedeutungen von brauen bzw. zusammenbrauen hier an. Einerseits verwenden wir das Verb in einer typischen Redewendung, nämlich der Redewendung da braut sich was zusammen. Wenn wir diese Redewendung verwenden, dann nehmen wir an, dass sich eine Situation in eine unangenehme, bedrohliche oder sogar gefährliche Situation entwickelt. Meistens gibt es dafür auch schon Anzeichen. Zum Beispiel sagen wir, wenn wir ganz schwarze Wolken am Himmel sehen, oh, da braut sich ein Gewitter zusammen. Oder im Dialekt, da braut sich was zusammen. Wir können diese Redewendung aber auch für ein metaphorisches Unwetter verwenden. Zum Beispiel, wenn wir 2 Menschen beobachten, die sich sehr verärgert verhalten. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, da braut sich was zusammen, die streiten sich ja gleich. Kommen wir nun zur zweiten Bedeutung des Verbs zusammenbrauen. Zusammenbrauen heißt umgangssprachlich nämlich auch, ein Getränk zubereiten. Und da kommt die Ottakringer Brauerei ins Spiel. Sie stellt ein Getränk her, also ein Bier, und dazu sagen wir im Deutschen Bier brauen. Und das Nomen zum Verb brauen ist die Brauerei, deswegen heißt Ottakringer auch Ottakringer Brauerei. Mit der Werbung möchte Ottakringer also ganz einfach sagen, dass hier ein Getränk hergestellt wird, das Ottakringer Bier. Schön, dass du Bier bist. Wir haben euch in unseren Videos schon öfter so begrüßt. Schön, dass ihr hier seid. In der Ottakringer Werbung ist euch sicher aufgefallen, dass hier nicht hier, sondern Bier steht. Also schön, dass du Bier bist. Und genau hier ist das Wortspiel, denn hier und Bier klingt sehr ähnlich, nur der erste Buchstabe ist anders. Also wissen wir, was man mit schön, dass du Bier bist meint. Ottakringer hat aber hier bewusst das hier mit Bier ersetzt, um eben den Fokus auf ihr Produkt, nämlich das Bier, zu lenken. Übrigens, in unserem Dialekt aus Salzburg würden wir hier gar nicht verwenden, sondern stattdessen einfach da sagen. Also, wir würden sagen, schön, dass du da bist. Beispiel Nummer 3. Uns kannst du gern haben. Eine irreführende Redewendung ist, du kannst mich gern haben oder du kannst mich gern haben. Denn der Satz meint genau das Gegenteil. Du kannst mich gern haben ist eben keine Einladung, eine andere Person gern oder lieb zu haben. Wenn wir das zu einer Person sagen, meinen wir eigentlich, dass wir nichts mit dieser Person zu tun haben wollen, dass uns diese Person egal ist. Ottakringer meint aber in der Werbung diese Redewendung wirklich wortwörtlich, also dass alle Biertrinkenden Ottakringer und das Bier wirklich gern haben können. Alles wird gut. Alles wird gut ist ein beliebter Satz, den wir sagen, wenn wir jemanden beruhigen oder ermutigen möchten. Also zum Beispiel, mach dir keine Sorgen, du kannst das schaffen, alles wird gut. Oder mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Euch ist aber sicher aufgefallen, dass im Ottakringer Beispiel wird anders geschrieben wird. Nämlich nicht mit D, sondern mit T. Und hier liegt auch wieder das Wortspiel, denn Wirt meint in diesem Kontext einen Besitzer von einem Restaurant oder einem Wirtshaus. Und in diesem Gasthaus oder Wirtshaus, wo dieses Werbeplakat steht, gibt es eben auch Bier von Ottakringer. Alles wird gut möchte in gewisser Weise also sagen, dass bei diesem Wirt alles gut wird, weil es dort das Ottakringer Bier gibt. Beispiel Nummer 5. Daumen hoch für dieses Bier. Normalerweise sagen wir Daumen hoch, also wenn wir Zustimmung oder Begeisterung für eine Person oder für etwas ausdrücken möchten. Daumen hoch. Das kennt ihr sicher auch aus den verschiedenen sozialen Plattformen, wo ihr eben auch mit einem Klick einen Daumen hoch vergeben könnt. Ihr könnt ja gerne einen Daumen hoch für das Video geben. Im Alltagsbeispiel heißt es aber nicht
Daumen hoch, sondern Gaumen hoch. Und auch hier ist es wie vorhin bei Bier und hier so, dass Gaumen und Daumen bis auf den Anfangslaut gleich klingen. Genau hier ist auch das Wortspiel versteckt. Gaumen, das ist eigentlich der obere Bereich in der Mundhöhle. Im Kontext von Essen und Trinken verbinden wir Gaumen aber mit etwas, das ein Genuss ist, das sehr gut schmeckt. Und darauf zielt auch die Werbung ab. Mit Gaumen hoch möchte Ottakringer sagen, Daumen hoch für dieses Bier, denn es ist ein Genuss für den Gaumen. Flaschenhals über Kopf verliebt. Wenn ihr schon einmal richtig verliebt wart und gefühlt habt, dass die Person an eurer Seite die oder der Richtige ist, dann wart ihr schon einmal Hals über Kopf verliebt. Der Flaschenhals hingegen ist dieser Teil von einer Flasche. Hier erkennen wir wieder das Wortspiel. Die Bierflasche von Ottakringer hat einen Flaschenhals. Ottakringer hat also einfach die Redewendung Hals über Kopf verliebt sein mit dem Flaschenhals der Bierflasche verbunden, um eben hier eine Verbindung mit dem Bier herzustellen. Mit diesem Wortspiel möchte uns Ottakringer wahrscheinlich sagen, dass wir uns Hals über Kopf in dieses Bier verlieben werden. Und was ist euer Lieblingswortspiel von heute? Mir persönlich gefällt das Hier braut sich etwas zusammen sehr, sehr gut. Und dir, Nati? Ich finde das vierte Beispiel ganz gut. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.